Wie unsere Vlog-Reihe rund um unser AR Healthcare-Projekt zu Ende geht, seht ihr in diesem Wrap-Up. Damit herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil unserer kleinen Serie. Schön, dass ihr unsere Reise bis hierhin mitverfolgt habt. Allerdings schulden wir euch noch das große Finale. Also verschwenden wir keine Zeit und werfen direkt mal einen Blick auf den finalen Stand unseres AR-Forschungsprojekts. Starten wir mal mit dem UI-Update. Lasst uns hier nochmal einen kurzen Blick auf das alte UI werfen und hier zum Vergleich das neue UI von unserem 3D-Artist Stefan. Mit dieser Neuerung sollte das UI jetzt noch einfacher und intuitiver zu bedienen sein und auch konsistenter aussehen. Außerdem haben wir die Settings um eine Sprachauswahl für Deutsch und Englisch sowie einen Wechsel zwischen Controller und Handgestensteuerung erweitert. Machen wir mal weiter mit einem Thema, das uns extrem viel Freude bereitet hat, nämlich dem 3D-Viewer von Patientenscans. Wir wollten es den Ärzten ermöglichen, auch detaillierte Patientenbefunde wie CT- oder MRT-Scans direkt am Krankenbett digital auszuwerten. Diese bildgebende Diagnostik beruht auf dem sogenannten Point-Cloud-Verfahren. Man kann sich das, wie der Name schon vermuten lässt, als eine Vielzahl von einzelnen Punkten vorstellen, die zu einem dreidimensionalen Objekt zusammengesetzt werden können. Dementsprechend haben wir hierfür ein zusätzliches Add-on entwickelt, das die Scan-Daten auch in AR nutzbar macht. Und um noch immersiver in die Scans eintauchen zu können, haben wir mit diesem kleinen Würfel ein weiteres Feature integriert. Wie ihr seht, kann man auch so gezielt in verdeckte Bereiche des 3D-Modells hineinsehen. Dann springen wir mal zum neuen Speech-to-Text-Feature, das wir nach unserem Testlauf im Uniklinikum auch noch integriert haben. Eigentlich ist das Ganze recht simpel, aber auch mega effektiv, denn so können ganz einfach per Spracheingabe Einträge in die Patientenakte angepasst oder ergänzt werden. Last but not least wollen wir nochmal einen genaueren Blick auf die 5G-Technologie werfen, die ein wesentlicher Bestandteil dieses Forschungsprojekts war. Unser Projekt ist übrigens Teil einer größer angelegten Reihe des ICAS, um die Nutzung von 5G-Netzwerken für den Klinikeinsatz zu prüfen. Hierfür müssen wir nochmal etwas tiefer in die Technologie einsteigen. 5G bietet eine hohe Datenübertragungsrate bei gleichzeitig niedrigen Latenzen. Trotzdem wollten wir mit unserer App mal die Leistungsgrenze dieses Netzes ausloten. Hierfür waren A/B-Tests das Mittel unserer Wahl. Zusammen mit der App wurde also getestet, ab wie vielen Übertragungen die Verbindung schlechter wird oder sogar zusammenbrechen kann. Unsere Stellschrauben waren dabei die Auflösung und die Bildwiederholungsrate. Das Gute hierbei ist, dass wir ohne Abstriche an der HD-Qualität konstant gute Ergebnisse erzielen konnten. Somit können wir auch bei starker Netzauslastung hochauflösende Videocalls sicherstellen. Gerade wenn es darum geht, vom zugeschalteten Kollegen eine Einschätzung, zum Beispiel zum Zustand der Wundheilung eines Patienten, zu erhalten, ist eine gute Bildqualität essentiell, um die AR-Wendung sinnvoll in den Arbeitsalltag des Krankenhauses zu integrieren. Und genau solche Learnings machen die flüssige Übertragung eines Videocalls innerhalb unserer App zu einem perfekten Testfall für den Aufbau eines internen 5G-Netzes an der Uniklinik. Außerdem haben wir für das ICAS noch ein entsprechendes Testwerkzeug zur internen Nutzung entwickelt, das über unser Projekt weit hinausgeht. So können Sie auch zukünftig weitere Netzwerktests im 5G-Campusnetz durchführen. Ich hoffe, ihr fandet den Ausblick in den digitalen Arbeitsalltag der Zukunft mindestens genauso spannend wie ich. Danke fürs Zusehen und schaut auch gerne bei einem anderen Projekt auf unserem Kanal vorbei. Wir sehen uns!